Wahnsinnige Szene. Und was wäre eine Europameisterschaft ohne Orakel? Vielleicht erinnern Sie sich noch, Orang-Utan Walter, der hatte ja beim Spiel gegen Dänemark schön vorher für Deutschland getippt. Deswegen wollen wir jetzt auch noch mal schauen in den Dortmunder Zoo. Denn nun geht es also Spanien oder Deutschland. Und jetzt müssen wir ganz stark sein. Der Affe hat für die Spanier getippt. Nun könnte ich jetzt anfangen zu relativieren, was will so ein Affe schon wissen. Aber hoffen wir mal, dass das wirklich nichts zu bedeuten hat, diese Entscheidung des Orang-Utan Walter. Wir sind natürlich trotzdem unfassbar positiv eingestellt auf dieses Spiel dann morgen Abend gegen die Spanier. Timo Hildebrand ist mir nun zugeschaltet, ehemaliger deutscher Nationaltorwart. Herr Hildebrand, ich grüße Sie. Grüße Sie, guten Morgen. Ich möchte mit Ihnen sprechen nochmal über diese unfassbare Torwartparade vom türkischen Keeper Mert Günok in der 96. Minute gegen die Österreicher. Sie haben das sicherlich auch verfolgt. Kann so eine wichtige Parade eigentlich einer ganzen Mannschaft nochmal Schub für einen weiteren Turnierverlauf geben? Ja, es gibt immer so Schlüsselszenen in jedem Turnier und das war auf jeden Fall einer für die türkische Mannschaft. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass Österreich weiterkommt, aber den hat er natürlich sensationell gehalten. Wenn wir jetzt auf das Spiel morgen gegen Spanien gucken, dann haben wir bei uns natürlich Manuel Neuer im Tor. Bei den Spaniern, da ist es David Raya. Sowohl Spanien als auch Deutschland haben ja vorne echte Zauberduos im Petto. Das heißt, da dürfte einiges aufs Tor auch gehen. Inwiefern wird das denn dann auch im Einsatz der Keeper besonders wichtig werden? Was glauben Sie? Ein guter Torwart hinten drin ist immer eine Versicherung für die ganze Mannschaft, weil man einfach weiß, okay, wenn mal wirklich was aufs Tor kommt, was nie ganz vermeidbar ist, ist es einfach sensationell zu wissen, dass da Manuel Neuer hinten drin steht. Und daher, glaube ich, haben wir da auf jeden Fall einen Vorteil, was die Torhüterposition angeht. Aber letztendlich ist es immer die ganze Mannschaft, die gut verteidigen muss. Es gab ja im Vorfeld einige Diskussionen rund um Manuel Neuer, ob er noch der Richtige ist in dieser Position. Wenn Sie jetzt alle Spiele noch mal Revue passieren lassen, würden Sie sagen, der kann es noch? Wir haben da den richtigen Mann im Kasten? Sonst würde er nicht spielen. Ich glaube, er hat auch in dem Turnier gezeigt, gerade gegen Ungarn, in der ersten Minute hat er einen ganz wichtigen Ball gehalten und dann auch den Freistoß. Er ist immer auch spielentscheidend mit und ist einfach eine Persönlichkeit, strahlt Ruhe aus und natürlich ist es für mich und glaube ich auch für ganz Deutschland, aber auch am wichtigsten für die Mannschaft ein richtig, richtig guter Keeper. Eine der vielen Besonderheiten bei dieser Europameisterschaft ist die Zahl der Eigentore. 9 an der Zahl gab es bereits. Das ist wirklich schon ziemlich viel. Wie würden Sie das beurteilen? Ist ein Eigentor quasi fast nicht zu halten für einen Torwart? Ja, wir haben das jetzt auch gegen Belgien gesehen. Abgefälschter Schuss, gar keine Chance. Der Spanier, der ein Eigentor macht gegen Georgien, jetzt auch noch unglücklich. Es ist brutal schwierig für einen Torwart, da noch was auszumerzen. Von daher ist es klar immer spielsituationsbedingt, aber solche Dinge sind eigentlich unmöglich zu halten. Nun, morgen Abend das Spiel. Wir alle fiebern dem entgegen. Sie vermutlich auch, Herr Hildebrand. Wie ist denn Ihr Tipp? Ich habe getippt 5:4 im Elfmeterschießen. Ich erwarte wirklich ein heißes Duell auf Augenhöhe. Klar, es ist tagesformabhängig. Wir wissen nie, was passiert in so einem Spiel. Aber ich hoffe, dass wir ja, den Spaniern genauso entgegnen wie die letzten Spiele. Und es wird eine ganz enge Kiste. Und ich hoffe, dass wir eben vielleicht auch im Elfmeterschießen einen kleinen Vorteil haben mit Manuel Neuer. 5:4, Holla die Waldfee. Das klingt ja so, als müssten wir uns alle warm anziehen und uns wirklich auf eine spannende Partie einstellen. Herr Hildebrand, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Ciao, vielen Dank. Schönen Tag. Ihnen auch.